Hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Lenker und Lenkerband am Gravelbike. Gravelbikes werden immer populärer. Gut möglich, dass ihr auch schon eins zu Hause stehen habt. Und die Wahl des richtigen Lenkers und des richtigen Lenkerbandes, die ist wirklich essentiell für einen guten Komfort. Und damit wir heute lernen, wie man diese Produkte richtig auswählt und was man dabei beachten muss, habe ich mir hier eine Expertin ins Haus geholt, und zwar Uli von SQLab aus dem Labor. Uli, schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Lenker, der hier an dem Rad verbaut ist. Das ist euer 714er Lenker. Was hat es mit diesem Produkt auf sich? Das ist unser Gravel-Lenker, der ist ganz neu. Das Besondere an dem Lenker ist eigentlich der Flair. Flair ist bei jedem Gravel-Lenker eigentlich schon involviert. Das bedeutet, der Lenker geht hier unten ganz leicht auseinander. Also hier unten sozusagen, wenn ich im Unterlenker fahre. Ganz genau. Ja. Warum haben wir einen Flair beim Gravelbike? Um einfach besser im Trail oder auf dem Schotter Traktion auf dem Vorderrad zu bekommen, um sicher zu sein. Unser Flair beginnt allerdings erst unter der STI-Position und somit können wir eine Neutralstellung des STI garantieren, sodass die Handgelenke nicht nach innen abfallen und wir nicht Druck auf die Nerven bekommen. Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, im Oberlenker, also wenn ich hier oben auf den Hoods bin, ist es eine eher gerade Ausrichtung. Und aber wenn ich im Unterlenker fahre, so in einer typischen Trail-Situation oder Schotter-Situation, die es ja auf dem Gravelbike häufiger gibt, da habe ich dann eine bessere Fahrposition, mehr Kontrolle. Ist das Ziel davon? Ganz genau. Unser Flair hat 14 Grad und zwar gebogen ab der Mitte vom Drop bis nach unten. Okay, also Flair ist der eine Aspekt, den man beachten sollte. Was gibt es noch bei einem Gravel-Lenker zu beachten? Und was unterscheidet Gravel-Lenker insgesamt von Rennradlenkern? Noch eine Besonderheit ist der Rise im Lenker. Das bedeutet, die Klemmmitte ist ein bisschen niedriger als die Position hier an den Hoods. Das ist besonders für komfortable Gravelfahrten oder für besonders lange Gravelfahrten zu beachten, weil wir einfach ein bisschen aufrechtere Sitzposition haben und somit auch weniger Druck auf die Nerven und weniger Spannung in der Muskulatur. Und der Rise, wie stellt man den fest? An welchem Wert muss man sich da orientieren? Prinzipiell haben wir jetzt einen Rise, und zwar ist der 25 mm. Wird immer gemessen von der Klemmmitte bis zur Griffposition. Das heißt, hier dieser Höhenunterschied. Genau, dieser Höhenunterschied. Wobei das dann natürlich jetzt nicht absolut gesehen ist, sondern kommt auch immer ein bisschen dann am Ende drauf an, wie ist denn der Vorbau und wie wirkt sich das dann am Ende aus. Also man kann jetzt nicht sagen, man wird durch einen Gravel-Lenker immer um den Rise höher, sondern es ist natürlich immer in der Geometrie des Rades zu beachten. Ja, es ist ja insgesamt ein komplexes Thema, das Thema Geometrie am Lenker, am Cockpit auch. Dann gibt es noch einen weiteren Wert, den Drop, also wie weit der Lenker im Unterlenker sozusagen abfällt. Gibt es da eine Besonderheit bei euren Gravel-Lenkern oder sagt ihr, das ist eigentlich wie am Rennradlenker? Der Drop ist bei uns besonders beim Rennradlenker genauso. Und zwar haben wir hier eine eckige und flächige Kante, um einfach die Auflagefläche zu verbreitern und dadurch bessere Griffsicherheit zu haben. Bei unserem Gravel-Lenker haben wir einen 12 cm Drop. Das ist relativ kompakt, um einfach die unterschiedlichen Griffpositionen sehr nahe beieinander zu haben. Und wir haben noch eine Besonderheit, die haben wir auch bei unserem 312R-Lenker. Und zwar haben wir die Seite, die du hier unten im Drop greifst, abgeflacht, um einfach eine bessere Griffsicherheit zu gewähren und ein bisschen stabiler im Downhill zu sein. Gut, dann würde ich sagen, nachdem du uns jetzt hier am Rad erklärt hast, wir sind ja vorbereitet, haben jetzt hier einmal einen Rennradlenker und einen Gravel-Lenker. Kannst du uns da noch mal kurz zeigen, was so die wichtigsten Unterschiede zwischen Rennrad und Gravel sind? Am besten gucken wir es immer von vorne an. Dann sehen wir von vorne direkt den Rise, 25 mm und 0 mm Rise. Und wenn wir sie von vorne angucken, dann sehen wir auch den Flair. Ja, das ist jetzt beim Gravel-Lenker eine ganze Ecke weiter ausgestellt. Und was wir auch schön sehen von oben und auch von vorne, dass wir die Biegung des Flairs beim Gravel-Lenker erst so spät hier unten nämlich anfangen, dass wir beim Rennradlenker und beim Gravel-Lenker die STI-Position eben ganz neutral aufliegen lassen können. Verstehe. Gemeinsamkeiten sind einmal die Ergobar, also die breite Auflagefläche, damit die Hand abgeflacht. genau eben schön gerade aufliegen kann.
Und auch der Front Sweep von 2 bis 10 Grad, um einfach die Schulter, wenn sie auf der Ergobar aufliegt, zu entlasten. Und natürlich hier unten diese Kante, diese eckige, flächige, abgerundete Kante, um einfach die Griffposition zu verbessern und die Stabilität zu geben. Ich gebe dir kurz den Rennradlenker. Die Unterschiede sind vor allen Dingen der Rise. Der ist 25 mm beim Gravel. Man sieht den von vorne sehr schön. Und wir haben keinen Rise beim Rennradlenker. Der Rise ist vor allen Dingen für die Gravel-Position besonders wichtig, für eine entspanntere Sitzposition auf langen Touren. Ich habe zum Beispiel eine Schulterbreite von 40 cm. Was würdet ihr von Esculap mir da für eine Lenkerbreite am Rennrad und am Gravelbike empfehlen? Beim Rennrad würde ich dir dann den 40 cm Lenker empfehlen. Ihr findet die Angabe auch immer hier unten auf dem Lenker. Und beim Gravelbike würde ich dir einen 42er Lenker empfehlen. Alles klar, dann weiß ich da Bescheid. Ein weiteres wichtiges Thema am Cockpit von einem Rennrad und auch von einem Gravelbike ist das Lenkerband, das auf den Lenker drauf muss. Und hier ist uns auch was Besonderes mitgebracht, und zwar euer neues Lenkerband, das 714er. Was sind die Besonderheiten von diesem Lenkerband und wofür brauche ich ein Gravel-spezifisches Lenkerband? Eine gute Frage. Unser Lenkerband 714 ist 3 mm dick und hat ein besonders dämpfendes Material. Wieso wissen wir das? Weil wir dazu natürlich Studien gemacht haben mit EMG-Messungen, wo wir untersucht haben, inwieweit die Stöße durch das unterschiedliche Material oder durch Schotter und Kopfsteinpflaster auf die Muskelaktivität in den Armen übertragen wird. Es ist 2,50 Meter lang, also ein bisschen länger als ein durchschnittliches Lenkerband. Und wir haben mit der Oberfläche eine Diamantstruktur, besonders viel Grip. Also auch wenn die Hände nass oder schwitzig sind, können wir trotzdem genug Griffsicherheit garantieren. Ja, das hat man ja jetzt auch bei dem einen oder anderen Straßenrennen gesehen. So, ich denke an Paris-Roubaix, wo dann auch so ein paar Tricks und Hacks ausgepackt wurden und Lenkerband irgendwie dann so doppelt gewickelt für maximalen Komfort. Ich nehme an, das würde ich jetzt hier bei dem 714er Lenkerband nicht brauchen, weil das eben schon so gut dämpft, auch auf dem Trail. Unsere Griffe gibt es auch in 3 unterschiedlichen Größen, S, M und L. Und unser Lenkerband hat hier oben 3 Punktreihen aufgebracht, sodass wir die unterschiedlichen Griffweiten S, M und L wickeln können. Angenommen, ich habe jetzt sehr große Hände, was muss ich dann beim Wickeln des Lenkerbandes beachten, beziehungsweise wie unterscheidet sich das zwischen großen und kleinen Händen? Wenn du große Hände hast, dann beachtest du, dass du immer auf einem Punkt wickelst. So wird der Umfang dicker und für größere Hände hast du dadurch eine bessere Griffsicherheit. Was ja auch Sinn macht, weil große Hände brauche ich einen größeren Durchmesser und wenn ich kleine Hände hätte, bräuchte ich entsprechend einen geringeren Durchmesser und das bekommt man dann über diese Punkte als Hilfe hin. Ganz genau. Wenn wir uns jetzt nochmal die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Lenkerbändern anschauen. Hier habe ich gerade das Rennrad-Lenkerband gefangen. Du hast das Gravel-Lenkerband in der Hand. Erklär uns doch nochmal hier kurz, was sind die Unterschiede, wie sieht man diese? Man sieht es ja schon von vorne. Das Gravel-Lenkerband ist im Umfang deutlich dicker. Man sieht auch in Gelb die dämpfende Schicht. Und dadurch sieht man auch, dass das Lenkerband ein bisschen höher aufbaut. Und natürlich am Ende auch die Länge, also 2,50 Meter gegen 2 Meter Wickellänge. Wenn man sie sich von vorne anguckt, dann haben sie eigentlich kaum eine Unterscheidung. Wir sehen hier die 3 Punktlinien, mit denen wir die Griffgrößen S, M und L wickeln können und die Diamantstruktur, die das Lenkerband besonders grippy macht. Ich sehe jetzt diese 3 Punkte fürs richtige Wickeln, die sind hier auch drauf und die Textur, die sieht auch so diamantförmig aus. Unterscheiden die sich zwischen Rennrad und Gravel? Die unterscheiden sich nicht. Das heißt, wir haben genau das gleiche Wickelsystem und wir haben genau die gleiche Struktur, die das Lenkerband sehr griffig macht. Gut, jetzt zum Abschluss. Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir die perfekt passenden Produkte von Esculap für unser Rennrad oder unser Gravelbike uns gekauft haben oder vielleicht schon am Rad haben. Was hast du jetzt noch für Tipps und Tricks, damit das Cockpit auch optimal ausgerichtet ist? Wenn wir uns zum Beispiel einen neuen Lenker kaufen, dann müssen wir auf die Neigung achten. Das bedeutet, wir haben hier vorne einmal eine Libelle und die sollte waagrecht nach vorne ausgerichtet sein, sodass wir auch unsere Hände, wenn wir am Lenker aufliegen, nicht zu viel Spannung nach vorne bekommen. Zusätzlich tauschen wir einmal die STIs,
Das bedeutet vom alten Griff einmal runter und auf den neuen Griff drauf. Wir haben hier auf der Seite noch eine Skala, sodass wir die Hoods auf beiden Seiten gleichmäßig einstellen können und im Übergang waagrecht, sodass wir die größtmögliche Fläche haben, um quasi keine Nerven zu quetschen. Und dann muss natürlich auch noch das Lenkerband in der richtigen Weite gewickelt sein, aber da hast du uns ja eben schon erklärt, wie das bei euren Produkten funktioniert. Dann würde ich sagen, Uli, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst und uns die ganzen Sachen zu eurem Gravel-Cockpit erklärt hast. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr noch weitere Tipps benötigt, dann postet die einfach gerne in die Kommentare und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert natürlich unseren Kanal, um keines unserer Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!